Good morning, everybody. Ich bin wie immer Maren. And I'm Maria. Guten Morgen, Maria. Schön, dass du dabei bist. Wir machen heute ein großes Quiz, Maria. Über welches Thema denn? Über Tenses oder Zeitformen. Ganz genau. Wir schauen uns heute die Zeitformen nochmal an. Das heißt, für alle, und ganz viele davon sehe ich schon in den Kommentaren, ganz viele unserer Zuschauer, für alle, die uns schon eine Weile folgen und die vorherigen Sessions gesehen haben, ist das vielleicht so eine gesammelte Wiederholung über alle Zeitformen, die wir hier und da mal einzeln angeschaut haben. Und wir haben auch irgendwann schon mal so ein großes Zeitformen-Quiz gemacht und wir schauen uns heute das Präsens an, das Futur, Progressive und wie sie alle heißen. Und wir machen das in einem riesengroßen Quiz, wo wir uns einzelne Sätze anschauen und ihr ratet, welche Zeitform in den jeweiligen Satz reinpasst. Und dann schauen wir natürlich immer nach, warum ist das so? Warum brauchen wir hier das Present Progressive? Warum brauchen wir das Past Perfect? Und wir haben Maria dabei, die uns nämlich als Muttersprachlerin dann auch wirklich sagen kann, ob das so richtig ist oder ob auch noch was anderes geht. Ja. Maria, was machen wir zuerst, bevor wir anfangen? Zuerst. I'm switching to English now because before the quiz starts, I wanted to go through some of the more complicated tenses and what they mean. I know that, like Maren said, you guys have done a lot of stuff with English tenses in the past, and these sessions have been going on for over 2 years now. So I know that there's a lot that have been done, but I just wanted to have a quick refresher before we just dive into this really, really big quiz. So first of all, does anyone remember the simple past? The simple past is sometimes called the preterite. I was thinking in German. The Präteritum, ja. Präteritum. And it's basically the most basic form of an English tense. So here we have a quick example. I blank dinner last night. I ate dinner last night. I ate dinner last night. Or I eated dinner last night. This is a quick and easy one. I already see the correct answers. Yes. It's the best conjugated version. I ate dinner last night. Now, that's the simple past. Now we have the present continuous. And the thing about the English tenses is that they have different names for the same thing. It just depends how you learn them. The present continuous is also called the present progressive or the present imperfect. So these are all names for the same thing. It basically combines the present tense, the here and now, with a continuous or ongoing aspect. So here we have, my brother is also go to be fine, or go to be there. My brother is also going to be there. My brother is also gotta to be there. This is also a give me question. Yeah. Exactly. He's going to be there. So you have the present and the ongoing. And the last one we have here is the past continuous, also known as past progressive, the same thing. So this tense combines the past tense and the imperfect. So here we have yesterday I had working at 2 p.m., yesterday I were working at 2 p.m., or yesterday I was working at 2 p.m. Exactly. Yesterday I was working at 2 p.m. So these are just 3 of the most complicated ones. We're going to go through some easier ones today that I'm sure you guys might know. And it's always hard because once you start learning English and you start saying it, you're not always thinking, I just used the future tense or I just used the past progressive, right, Maren? Du hast total recht, Maria. Ja, es ist genau, wir schauen uns die Regeln deshalb so genau an, damit wir verstehen, warum die Zeitformen so benutzt werden. Aber ganz viel kommt dann einfach über das Sprachgefühl und darüber, dass man Sachen einfach ganz oft hört und dann einfach nachspricht, ohne vielleicht genau zu wissen, wie Maria sagt, das war jetzt das Past Perfect, sondern einfach, weil es sich richtig anhört. Und da wollen wir im Idealfall hinkommen. Und ich glaube, es sind alle schon
aufgewärmt durch deine Erklärung, Maria. Und wir können mit dem ersten Satz anfangen. Den übernehme ich mal. Also, yesterday we have bought a new TV. Yesterday we did buy a new TV. Oder yesterday we bought a new TV. Welche Zeitform brauchen wir da und wieso eigentlich? Und das Schwierige bei den Zeitformen, glaube ich, bei den Zeitformen sind sich Deutsch und Englisch gar nicht immer so ähnlich. Ne? Also da benutzen wir unterschiedliche Sachen, manchmal die gleichen, aber oft auch unterschiedliche und deswegen müssen wir da aufpassen. Aber ich sehe, es haben hier eigentlich alle die 3 geschrieben, also Simple Past. Yesterday we bought a new TV. Und das ist auch die natürlichste Art, das zu sagen, Maria, Ja. weil es eine Handlung ist, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, die einmalig war. Also man hat das genau einmal gemacht, gestern, und es ist abgeschlossen. Wir haben den Fernseher gekauft und jetzt ist er da. Und deswegen ist die 3 absolut perfekt für diesen Satz. Genau. Now, on to the next one. One sec. There you go. What are you doing? I work on that difficult homework. I'm working on that difficult homework. I have been working on that difficult homework. Oder I was working on that difficult homework. And like Maren said, there are a lot of differences in the tenses between German and English, obviously. However, English does have all of the same tenses as German, plus an additional 6, which is, I understand, really, really crazy. Okay, also, hier, wir haben die Progressive Tense oder Present Continuous, da die Handlung vermutlich gerade jetzt passiert. Wir sehen auch in der Frage schon ein Progressive, what are you doing? Also es ist vermutlich in der Antwort auch so. Can you remember? You are all correct. So I'm working on that difficult homework. What are you doing? What are you doing already gives you a clue. I'm working is also the combination, like we've just said, between the present tense and something that's ongoing. I'm working. I'm still working. That's what I'm doing now. Ja, genau, das ist für uns, glaube ich, mit Deutsch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir müssten im Deutschen sagen, ich arbeite jetzt gerade an dieser schwierigen Hausaufgabe. Wir haben kein Progressive im Deutschen, aber habt ihr ja alle richtig erkannt. Ich übernehme mal den nächsten. Was haben wir denn hier? The show starts at 8 p.m. The show is going to start at 8 p.m. The show will start at 8 p.m. Oder the show is starting at 8 p.m. Und während ich mal auf Antworten warte, lese ich gerade mal den Kommentar von Jörg. Jörg, das ist genau das, was ich auch denke. Genau, im Deutschen, wir wollen sagen, I work on that difficult homework, weil das für uns, wir unterscheiden nicht zwischen I work und I'm working. Das ist für uns im Deutschen das Gleiche. Aber im Englischen, und wir werden auch sehen, wann wir das normale Präsens benutzen, im Englischen ist alles, was ich jetzt gerade mache, da brauchen wir diese Form, das Progressive mit dem ing. So, okay, also es gibt hier verschiedene Formen. Welche ist denn die beste, Maria? Welche ist denn am besten von den ganzen? Was klingt für dich am natürlichsten? Für mich, das wäre the show is going to start at 8 p.m. Aber die sind alle natürlich auch korrekt. Alle sind richtig. Und warum? Wir haben hier also the show is going to start at 8 p.m. ist ja das Futur, ne? Also die Show
wird um 8 anfangen. Können wir auf Deutsch so sagen. Aber zum Beispiel, the show starts at 8 p.m., das ist das, wie wir auch auf Deutsch sagen würden, die Show fängt um 8 Uhr an. Und bei so festgelegten Events, festgelegte Sachen, wo man irgendwie so einen Zeitplan hat oder irgendwo im Internet guckt, da ist eine Uhrzeit festgehalten, da können wir im Englischen auch das Präsens benutzen. Wann würdest du sagen, will start, Maria? The show will start at 8 p.m.? Ich würde das als Antwort sagen, wenn jemand fragt, wann fängt die Show an? The show will start at 8 p.m. Oder als Announcement im Theater, the show will start at 8 p.m. Kann auch sein. Sehr gut. Und das Is-Starting funktioniert hier auch, weil es auch ein zeitlich festgelegtes Event ist und wir sprechen ja wahrscheinlich von heute, sonst würden wir ja sagen, the show on Monday oder next week oder so. Aber Genau. Now we're going to look into this as well, into this next question. One sec. Here you go. So here we have, my best friend is going to have a baby. My best friend will have a baby. Or my best friend is having a baby. Also wir haben definitiv auch wieder Futur. Ja. We have all the trick questions today. I see a lot of different answers. Yes, okay. So you're all right in a sense. I personally would always say my best friend is going to have a baby. I would not say my best friend is having a baby. I'd rather say my best friend is pregnant. In this case, I know that in German it could also be that way, or is having in German makes more sense as well. But this is an example of the future tense. It's also what is known as a going to future tense. So my best friend is going to have a baby. It's very clear, you know what they're going to do at some point in the future. Is having is also really great to use, like I said, especially with German. You can say my best friend is having a baby. Everyone gets it. And then will have changes the meaning a bit here. It changes from something that is planned to something that is either predicted or ordered. Yeah. Ja, also das will have, ja, so ein bisschen, meine beste Freundin wird ein Kind haben. Ich bin mir sicher oder so ein bisschen, sie wird ein Kind haben, sie muss ein Kind haben, ne? Also so ein bisschen, das ändert so ein bisschen diese Bedeutung von dem Futur zu etwas, das passieren muss oder sollte. Sehr gut. Da sind wir bereit für den nächsten Satz, Maria. Der ist auch wieder ein bisschen tricky vielleicht. I'm living in London. Als erstes ist I live in London. Zweitens, I'm living in London. Drittens, I have lived in London. Oder viertens, I had lived in London. Der ist so kurz und trotzdem tricky, der Satz. So, was ist richtig? Welche Zahl oder auch welche Zahlen? Aha. Also, ich sehe verschiedene Antworten. Ich warte mal noch kurz eine Sekunde. Ja, okay. Viele sind für alle. Wir schauen uns die mal der Reihe nach an. Also, I live in London. Maria, klingt für dich total Ja, okay. super. Genau. Das heißt, genau, ich lebe in London, ich lebe in Berlin, ich lebe in Irland, wo auch immer. I'm living in London. Klingt, das ist ein bisschen tricky. Es ist
was ich jetzt gerade mache. Aber wir benutzen das Progressive oder das Continuous eher für Handlungen, die vielleicht zeitlich so ein bisschen kürzer sind, wie zum Beispiel I'm reading a book. Ich lese jetzt ein Buch, aber vielleicht in einer Stunde mache ich etwas anderes oder auch in 5 Stunden. Und wenn ich sage I'm living in London, dann klingt es so, als ob ich da jetzt morgen wegziehe oder irgendwie in 2 Stunden nicht mehr da lebe. Und leben, dieses to live, ist hier eher etwas Dauerhaftes. I have lived in London. Ist theoretisch nicht falsch, aber wir würden ein bisschen Kontext erwarten. Richtig, Maria? Wir würden irgendwie... Genau. I have lived in London, past tense, different than I live in London. So, and you could say that if you have lived in London. Genau. Context important. Context important. Und das 4, I had lived in London, würde funktionieren, wenn man danach noch etwas anderes sagen würde, weil da haben wir das Past Perfect. Also wir haben eine Vorvergangenheit, falls ihr euch noch erinnert. Also das würden wir benutzen, wenn wir über ein Ereignis in der Vergangenheit sprechen und noch davor etwas erzählen wollen. Also wenn wir sagen wollen, I had lived in London before I moved to somewhere else. Also wenn wir sagen wollen, bevor etwas passiert ist noch etwas anderes passiert und das ist das had lived. Also es ist nicht falsch, aber in nur diesem Satz macht es keinen Sinn, weil wir keinen Kontext dazu haben, keine Relation, was noch passiert ist. Aber es haben eigentlich alle sehr gut erkannt. I was going to say, everyone has the right answer, and then the tricky answer is, I mean, most people also got it. Maria, hast du was Schwieriges für uns oder was Einfaches? Wir werden sehen. Can you promise me that you won't tell anybody? Can you promise me that you aren't going to tell anybody? Can you promise me that you haven't tell anybody? Oder can you promise me that you won't have tell anybody? Yeah, it's a big one. You can also, if you don't know, just tell us or write in the chat which verb or which word is being conjugated here. Schau mal. Also, es sind fast alle für die 1. Genau. Also, hier wir haben can you promise me that you won't tell anybody? Ich würde das immer sagen. Hier wir haben will oder will. Ich habe das auch auf Deutsch gelesen. Will, not, won't. Will wird bei Versprechen genutzt. Can you promise me that you won't tell anybody? Das ist sehr oft benutzt. Although aren't going to is also correct if we're using it in the going to future. So that you will not at some point tell someone. But it is more common to use the direct, basic conjugated form of won't. Promise me you won't tell anybody. Genau, Versprechen mit will. Haben sich einige sehr gut gemerkt. Maria, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil eine Frage von Regina kam. Ja. Und zwar gehe ich noch mal zu dem London-Satz und Regina hat gefragt, wo ist es jetzt hin? Und zwar fragt sie, ob die Nummer 3, have lived, mit since oder for geht. I have lived in London for 3 years. Oder since 2005. Das würde That's funktionieren. the tricky part. I have lived in London for 3 years or since the year. You can't say I have lived in London since 3 years. Ja. That's a common mistake. But yes, you're right. Sehr gut. Dann machen wir mal die nächste Frage.
would you like to buy my microwave? Maria, would you like to buy my microwave? Oh, well, I ordered a new microwave, so no thanks. Oh, well, I have ordered a new microwave, so no thanks. Oder, oh, well, I had ordered a new microwave, so no thanks. Oder, oh, well, I was ordering a new microwave, so no thanks. Also, jetzt habe ich den Satz so oft gesagt, dass mein Kopf... Also, genau, die Frage ist, möchtest du meine Mikrowelle kaufen? Nein, danke, ich. Auf Deutsch würde ich einfach sagen, ich habe eine neue Mikrowelle bestellt. Also nein, danke. Aber im Deutschen benutzen wir ja immer sehr gerne das Perfekt mit ich habe. Ich habe etwas gemacht, ich habe gegessen, ich habe eingekauft. Was klingt im Englischen am besten? I ordered a new microwave, I have ordered, I had ordered, I was ordering. Maria, was klingt für dich am natürlichsten? Was würdest du am ehesten? I want to say, I would just immediately say, oh, I have ordered one. I've ordered one, but I would use it as an I've ordered a new microwave. However, I ordered a new microwave is just as correct. You can always say that and it would be fine. Genau, und der kleine feine Unterschied ist, wenn wir sagen, I ordered a new microwave, das ist das, was wir am Anfang auch hatten in dem Beispielsatz, I bought a new TV. Es ist eine Aktion in der Vergangenheit, die abgeschlossen ist, die einmal passiert ist und fertig ist. Und das Present Perfect, das I have ordered a new microwave, ist auch etwas in der Vergangenheit, was aber irgendwie noch einen Bezug zur Gegenwart hat. Und das ist das, was hier so ein bisschen schwierig ist. Wir haben ja diesen Bezug, weil ich frage Maria, hey Maria, möchtest du meine Mikrowelle kaufen? Und sie sagt, nee, ich habe gerade eine neue bestellt und deshalb brauche ich die nicht. Also es ist beides richtig, wie Maria sagt, und das have ordered passt hier so ein ganz kleines bisschen besser, weil wir diesen Bezug herstellen, dieses, ja, ich habe das gemacht und deshalb brauche ich die jetzt nicht. Aber 1 und 2 sind richtig. Und die 3, had ordered, ist wieder, wir bräuchten irgendwie es ist eine Vorvergangenheit, also bräuchten wir noch irgendeinen anderen Kontext, was passiert ist. Und I was ordering macht hier auch keinen Sinn, weil wir nichts anderes haben, was da noch passiert ist. Sehr gut erkannt. Maria, du darfst einen Satz mit einem Zug vorlesen. The train arrives at 2:45. The train will arrive at 2:45. The train is arriving at 2:45. Or the train is going to arrive at 2:45. I love these sentences because it depends on the context. Sometimes the tense is not as easy to guess, but we will go through all of them. Genau. Wir haben hier eine Uhrzeit wieder. Hatten wir vorhin auch mit der Show, die um 8 anfängt. Genau. Okay, cool. I see a lot of different answers. And again, they are all possible. The train arrives at 2:45 is best, just in case if you're using a schedule as an answer. The train will arrive at 2:45 is best as an announcement, which you would hear at a train station. The train is arriving at 2:45 also works in the real-time announcement when you see the train coming and it says it's arriving now. The train is going to arrive at 2:45 also works for both announcement and answer, but the other options are a bit shorter and therefore work better. Sehr gut. Und Christa, I feel you. Hauptsache der Zug kommt überhaupt, ja.
Genau, ist uns eigentlich egal, ob will oder going to oder arrives, Hauptsache er kommt. Sehr gut. Jetzt haben wir etwas mit for, was Regina vorhin gefragt hat. Also, before she came to work for Bubble, she worked in Germany for many years. Before she came to work for Bubble, she has worked in Germany for many years. Oder before she came to work for Bubble, she had worked in Germany for many years. Oder aber, before she came to work for Bubble, she had been working in Germany for many years. So, was haben wir? Wir haben im ersten Teilsatz haben wir ein before she came. Also wir haben da schon eine Vergangenheit. Und vor dieser Vergangenheit ist noch etwas anderes passiert, nämlich dass sie in Germany for many years gearbeitet hat, würden wir auf Deutsch sagen. Also Maria, was ist das ganz Korrekte? Was ist das grammatisch am besten geeignetste Tense hier? Before she came to work for Babbel, she had worked in Germany for many years. Sehr gut. Also das Past Perfect, also die Vorvergangenheit, die 3, sehe ich auch ganz oft im Chat, habt ihr sehr gut erkannt. Genau, und korrekterweise müssten wir auf Deutsch nämlich auch sagen, bevor sie bei Bubble gearbeitet hat, hatte sie in Deutschland für viele Jahre gearbeitet. Aber ich sage das jetzt schon mit so einem Unterton. Ich glaube, im Deutschen wären wir einfach faul. Wir würden einfach zweimal das normale Perfekt benutzen. Wir würden sagen, bevor sie für Bubble gearbeitet hat, hat sie schon in Deutschland gearbeitet. Und Maria, man kann auch auf Englisch ein bisschen fauler sein mit den Zeitformen, oder? Ja, natürlich. Ja. Also, würdest du sagen, before she came to work for Bubble, she worked in Germany for many years, kann man auch hören, oder? Genau. Ja, das stimmt. She worked in Germany for many years. She had been working, if you say something after. Geht auch. Sehr gut. Sehr gut. Maria, wollen wir noch 2 Sätze machen? Ja. Das dauert. So, here is my last one then. Ja. Here we go. Wait a sec. I'm going to help you lift the heavy boxes. Wait a sec. I help you lift the heavy boxes. Or, wait a sec. I will help you lift the heavy boxes. I feel like we've had this question a couple times before today, so it's a good way to have my last one in here. So yes, you are all correct. You can say, wait a sec, I will help you lift the heavy boxes you are offering. You're using the future tense here. As another future tense we've heard today, the going to future, you can also say, wait a sec, I'm going to help you lift the heavy boxes, with the difference being, I'm going to help you. I'm not going to help you right now. I'm going to help you in 5 minutes, 5 hours, 5 weeks at some point. Or I will help you. It's, I will do it. Tell me when I'm there. You cannot say, wait a sec, I help you lift. You need another verb. I'm going to help you would be the going to future. Help by itself doesn't really work here. Was lustig ist, weil im Deutschen wäre das wahrscheinlich genau das, was ich benutzen würde. Ich würde sagen, warte kurz, ich helfe dir. Genau. Und nicht so sehr, ich werde dir helfen. Ja, also sehr interessant, aber sehr schön, dass wir eigentlich alle die 3 ausgewählt haben. Also sehr, sehr gut. Und ich glaube, als letzten Satz wähle ich noch ein bisschen schwieriger vielleicht. Wir haben hier ein besonderes Verb. I'm needing your help now.
I need your help now. I needed your help now. Passt auch sehr gut zu dem Satz davor mit den Boxen. Ja. Ich brauche deine Hilfe jetzt. Jetzt gerade in diesem Moment. Was ist ja eigentlich, klingt das sehr nach progressive. Aber, also die 3 wählt keiner aus. Das ist gut, weil I needed your help now macht nicht wirklich Sinn, weil es die Vergangenheit ist, aber wir haben ja das Now, was jetzt sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Was ist mit der 1 und der 2? Also richtig, Maria, ist die 2. Genau, I need your help now. I need your help now. Und warum ist die 1 nicht richtig? Die 1 ist nicht richtig, weil need ist ein Verb, das es nicht im Progressive oder im Continuous gibt. Also wir haben, das hatten wir auch mal in einer Session, wir haben ein paar Verben, aus denen können wir einfach kein Progressive bilden. Und wenn wir dann Sätze sagen wollen, die auf genau jetzt zutreffen, dann brauchen wir, wie im Falle von need, einfach das normale Present Tense. I need your help. Und I'm needing gibt es nicht. Haben sehr viele von euch auch richtig erkannt. Und ja, Maria, ich glaube, wir sind für heute durch mit Zeitformen. Ja, ich habe das gefunden, also das war ein richtig langer Quiz. Tricky Quiz. Und ja, wir hoffen, ihr habt die Wiederholung genossen oder vielleicht auch noch was Neues gelernt. Und mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich so viele richtige Antworten gesehen habe. Und ich habe auch das Gefühl, viel mehr richtige Antworten, als wir vor 1 oder 2 Jahren bei den einzelnen Sessions hatten. Was ja vielleicht heißt, dass es was gebracht hat, die Sachen so oft zu wiederholen. Und ja, ihr vielleicht das ein oder andere noch mitgenommen habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ich wünsche allen eine schöne Woche und dir auch, Maria. Thank you. I'll see you next week. Bye, bye. Bye.